Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal mit der Mütze. Ich habe heute wieder ein neues E-Abzeichen-Replay für euch. Ich bin unterwegs in meiner Tromp. Meine entsprechende Kapitänsskillung blende ich euch jetzt ein. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben ein U-Boot, 3 DDs, 5 Kreuzer, 2 BBs und einen Flugzeugträger. Was sind so die gefährlichen Schiffe? Ja, ist erstmal am Anfang für mich auf jeden Fall klar die DDs. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht im falschen Moment gespottet werde. Das U-Boot könnte auch nervig sein, wie es immer so ist. Dann haben wir natürlich einen Flugzeugträger, eine Midway, der mich mit den HE-Bomben relativ gut punishen kann. Deswegen schaue ich am Anfang auch, was macht der CV und versuche dem da möglicherweise auszuweichen. Sonst haben wir noch eine Salem mit einem 8,5 Kilometer Radar im Großen und Ganzen, aber alles sonst relativ entspannt. Zu Beginn vom Match habe ich mir überlegt, erstmal Richtung C zu fahren. Gerade im Zentrum ist es halt immer ein bisschen schwierig mit einem Flugzeugträger. Habe jetzt aber gesehen, dass der Flugzeugträger auf die A-Seite fliegt. Das heißt, erstmal keine Gefahr für mich darstellt. Unser Flugzeugträger spottet in der Mitte. Das ist für mich ganz gut, weil dann weiß ich nämlich, ob dann DD kommt. Und wir sehen jetzt auch die Kaba, die jetzt eigentlich ins B-Cap fahren wollte, aber jetzt wieder rausdreht. Deswegen entscheide ich mich relativ kurzfristig auch in Richtung B-Cap zu fahren, um hier möglicherweise das Cap zu bekommen, weil ja der TV abgelenkt ist, weil der DD weg ist und ich habe da meine Chance gesehen. Jetzt geht auf der anderen Seite die Fletcher auf, der sich gerade Richtung Insel begibt. War auch ein potenzielles Ziel für mich. Hab den auf jeden Fall im Auge gehabt, was der so macht, was sein Positioning sein wird. Und habe jetzt auch vermutet, der wird sich so, wie er gerade fährt, höchstwahrscheinlich beachen. Deswegen haue ich hier meine Drops komplett raus auf ihn, weil ich davon ausgegangen bin. Wir sehen jetzt auch, er beacht sich, ist gut drinnen, 4 Sekunden. Da wird er nicht mehr allzu viel dodgen können. Das könnte also massiv ziehen. Und wie ihr seht, kriege ich da wunderbare 9 Hits. Also 9k auf dem DD. In der Mitte geht jetzt auch die Cover auf. Der jetzt doch wieder zurückgefahren ist, um das Cap zu contesten. Meine Humphrey hat jetzt den Gunfight eröffnet. Ich dachte mir, okay, die Cover ist jetzt abgelenkt. Ich versuche jetzt hier mit AP ihn zu punishen. Kriege hier auch gute Shots. Er bremst jetzt aber ein, macht das hier auch relativ gut, wird seine Geschwindigkeit verändern. Aber ihr seht schon, so wirklich gute Treffer kriege ich nicht. Die erste Salve war sehr gut, aber die darauf folgenden Salben waren jetzt eher nicht so Premium. Ich entscheide mich jetzt auch komplett rauszufahren. Hab hier eigentlich einen guten Trade gemacht für mich selber. TV ist jetzt auch noch auf uns drauf, auch eher unangenehm. Salem kommt jetzt reingeschoben. Sieht für die Humphrey tatsächlich gerade nicht so gut aus. Ich bin Dark, für mich also mega entspannt. Er kriegt jetzt aber hier nochmal eine Salve ab. Ich versuche mit meinen Drops hier was zu machen. Aber da kommen dann nochmal die Castier Cross-Shots und damit geht meine Humphrey raus. Schade, ein bisschen ärgerlich. Aber man hat halt gesehen, wenn du im falschen Moment als DD aufgehst, der Flugzeugträger dich vielleicht noch etwas länger spottet, dass es unangenehm für dich werden kann. Flugzeugträger kommt jetzt wieder in Richtung Mitte, das heißt B-Cap kann ich erstmal für mich streichen, das werde ich nicht bekommen. Cover wird jetzt auch eher offensiver wahrscheinlich wieder spielen, Salem ist vorne an der Insel, also erstmal kein, wie sagt man so schön, Place to be für mich. Habe jetzt aber versucht, hier bei C was zu machen, weil hier stirbt jetzt auch unsere Seattle. C-Cap wird gecapt. Der Gegner ist da relativ präsent und ich werde jetzt versuchen, mit meinem Spotting auszuhelfen, um vielleicht die Fletcher zu spotten, dass wir die gekillt bekommen, um den Gegner dabei C wieder ein bisschen zurückzudrängen. Allgemein ist das Game jetzt gerade so, dass wir 2 Schiffe verloren haben, was nicht so Premium ist. Cap-technisch sind wir gerade ausgeglichen, das ist vollkommen okay. Im ersten Moment, also die gegnerische Führung ist jetzt auch noch nicht so groß, dass man wirklich Angst haben muss. Da sehen wir jetzt die Fletcher, der jetzt hier rein pusht, ist vom TV-Spot, hat seine AA auch an. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, um auf ihn zu schießen. Hier ein schöner Fletcher-Kill wäre natürlich mega, geht jetzt leider wieder zu. Sehr, sehr schade. Aber mein Stalingrad zieht hier ihr Radar und macht den DD für uns nochmal auf. Das heißt, ich kann nochmal mit drauf schießen.
Das ist enorm wichtig. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier den Kill auf die Fletcher kriegen und damit den DD-Kill erstmal holen im Cap, was natürlich für den Gegner auf dem C-Cap nicht so gut ist, weil sie verlieren den Spotter, haben jetzt auch das Problem, dass alles zu ist. Gut, sie haben das Cap, aber das hilft ihnen jetzt nicht mehr so viel. Fletcher hat noch versucht, mit dem Smokey rauszukommen. Hilft natürlich nichts. Salem schiebt jetzt vor, um da Druck zu machen. Ich werde aus der Mitte auch ein bisschen gecross-shottet von der Cover und auch ein bisschen von der Georgia. Da kommen noch die Fletcher-Torps. Ah, das ist noch auch immer so ein Faktor. Schaut halt, dass ihr sowas wie die Torps ein bisschen predicted. Weil jeder DD, gegen den ihr kämpft, in einem 1 gegen 1, der kann Torps werfen. Und habt das einfach im Hinterkopf, dass ihr die noch dodgen müsst, um dann nicht unnötig rauszugehen. Salem merkt jetzt auch, ist so ein bisschen freiwillig gerade. Der wird gut abgefarmt hier. Kriegt auch viele Drops ab von der Utrecht und von mir. Hier auch nochmal 4K. Wird höchstwahrscheinlich auch rausgehen. Der hat halt gedacht, er kann aggressives Positioning fahren. Da hat man auch gemerkt, ja, die Fletcher ist jetzt weg. Er ist nicht mehr so gut gecovert und gerade mit den Drops hier, die so kommen, ist es halt immer ein bisschen schwierig mit so einem Positioning. Du wirst halt da immer ziemlich krass gepunished. Das ist halt so auch sowas, was ich ein bisschen kritisch sehe aktuell. Diese vielen Drops, die es halt im Game gibt. Du kannst keine offensiven Positionings mehr spielen, wenn du gespottet bist, weil du dann permanent abgefarmt wirst. Georgia steht jetzt in der Mitte hier mit dem BB. Weiß jetzt nicht, ist für mich eine sehr riskante Position, vor allem weil auch Breitseite drin steht. Wir haben auch auf der Minimap kurz das U-Boot gesehen, das von meiner Montana hier auch gedroppt wird. Und ich mache mich nach meinem wunderschönen Drop auf dem Weg zum U-Boot, weil ich festgestellt habe, das U-Boot ist eine Gefahr. Gerade für mein Schlachtschiff. Versucht den selbstverständlich hier zu supporten. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, als DD das U-Boot anzugehen, dann versucht das auf jeden Fall, den hier rauszunehmen, weil ein U-Boot kann zum einen spotten und auch euren Schiffen sehr viel Schaden zufügen. Da müsst ihr immer sehr gut aufpassen. Ja, kommen schon die U-Boot-Torps. Das heißt, das U-Boot ist relativ in der Nähe. Man hat ja gesehen, von wo die ungefähr starten. Meine Montana löscht hier das BB, was auch schon mal gut ist. Seht hier den Ölfleck und versucht das U-Boot hier zu catchen. Man muss sagen, es ist als DD auch nicht immer so einfach, ein U-Boot zu catchen, weil die U-Boote halt relativ schnell sind, gute Manövrierbarkeit haben im Großen und Ganzen und damit auch schwer zu predikten sind. Ihr seht schon, das U-Boot ist schon eigentlich auf mir drauf. Ich droppe jetzt meine Wasserbomben. Die sind jetzt nicht optimal gedroppt, aber ich würde trotzdem noch sagen, gut. Krieg hier auch ein paar Hits. Aber leider reicht es nicht. Ich krieg hier nur 6 Hits. Das ist halt auch immer so ein bisschen das Problem, dass eure Wasserbomben halt vielleicht nicht so viel Schaden machen. Dann kriegt ihr nur Splash Damage. Und das U-Boot kommt jetzt erstmal mit davon, kriegt nochmal Torps raus auf mein BB, was tatsächlich relativ ärgerlich ist, dass wir ihn hier nicht gekillt bekommen haben. Ihr seht jetzt auch, wie schwierig es ist, den jetzt wieder zu catchen für mich. Ich muss einen langen Turn machen. Tromp ist jetzt auch nicht so beweglich. Ich ziehe jetzt meinen Speed Boost, um möglicherweise noch schnell genug an ihn ranzukommen. Aber der Schaden vom U-Boot ist schon angerichtet. Meine Montana kriegt hier eine volle Breitseite an Torps. Hat hier auch ein Permaflooding. Also das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen. Klar, Hydro tut ihr euch leichter, aber nicht jeder DD hat hier ein Hydro. Ich droppe jetzt hier meine Wasserbomben an der Ölspur, um ihn hier möglicherweise gefinisht zu bekommen. Wasserbomben sind im Wasser. Jetzt hoffen wir noch, dass ein paar Treffer kommen. Da kommen die ersten Treffer. Dann mit Wasserbombe Nummer 5 habe ich es dann auch geschafft, das U-Boot zu killen. Das heißt, kein nerviges U-Boot mehr. Man muss jetzt sagen, inzwischen B- und C-Seite sind eigentlich komplett geklärt. Haben wir den Gegner komplett rausgedrückt, komplett weggekillt. Das heißt, C-Cap und B-Cap ist jetzt capbar von uns. C-Cap holt sich die Stalingrad und ich werde in Richtung B-Cap fahren,
um das zu holen. Ich muss noch ein bisschen auf die Cover aufpassen. Klar, die Midway ist auch immer noch ein Thema. Der kann mich immer noch ganz gut punishen. Aber das ist halt der Vorteil an der Tromp. Ihr könnt halt auch ohne zu gunnen immer noch wirken mit Torpedos und mit Drops. Das macht euch relativ flexibel. Aber nichtsdestotrotz versucht auch eure Guns zu nutzen. Wenn ihr Schiffe abfarmen könnt, gerade BBs, ist das immer eine sehr gute Ergänzung. Verlasst euch da nicht auf die Drops und auf die Torpedos. Sage ich auch immer bei allen DDs, wenn ihr Guns habt, nutzt die. Klar ist es nicht immer gut möglich, gerade bei vielen Secondary-Schiffen ist das immer schwer. Aber wenn ihr jetzt ein BB habt, was vielleicht die Türme nicht auf euch gedreht hat, könnt ihr da versuchen, bestmöglich noch euren Schaden nochmal zu optimieren. Vielleicht kriegt ihr auch den einen oder anderen Brand, könnt ihn dann noch ein bisschen mixen mit Torpedo-Hits und Drops. Das ist halt das große Gimmick, dass ihr quasi viele Möglichkeiten habt, mit einer Tromp sogenannten, ich nenne es mal, Dot Damage zu fokussieren. Also Brände und Floodings, also Flutungen, um da eigentlich noch viel mehr Schaden aus dem Game rauszukriegen. Ja, versucht auch immer gut zu spotten für euer Team. Ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Kann auf der Tromp sehr gut funktionieren, weil ihr halt auch ohne zu gunnen Schaden machen könnt. Ich habe mich jetzt entschieden, nach dem Cap volle Kanne auf den CV zu fahren. Der ist jetzt halt relativ offen für mich, das nächste Ziel. Khabarovsk habe ich auf der Minimap auf dem Schirm auf jeden Fall. Aber den kann ich im Zweifelsfall auch noch ein bisschen beschießen, wenn er mir zu sehr auf die Nerven geht. Habe ja auch noch eine Utrecht als Feuersupport, habe auch noch ein U-Boot, das den vielleicht auch noch ein bisschen nerven kann. Also muss ich mir da nicht so viele Sorgen machen. Game-technisch ist es eigentlich entschieden, würde ich sagen. Wir haben die Map Control, wir haben die Caps. Gut, wir verlieren jetzt hier nochmal ein Schiff. Aber wir haben halt den Cap-Vorteil. Wir sind zwar punktetechnisch hinten, ja, aber wir haben jetzt 3 Caps, die eigentlich abgesichert sind von uns. Kann man so sagen. Und wir sind jetzt auch schon, oder ich bin jetzt auch schon am Flugzeugträger dran. Das bedeutet, wir haben dann mittelfristig den CV-Vorteil, was gerade in so einem Game auch nochmal sehr, sehr gut ist. Hau jetzt hier meine ersten Drops auf die Midway raus. Schauen wir das ganz genug an, wie er beschleunigt. Und ja, die Vermont ist jetzt low, krieg hier auch schön gleich mal einen Triple-Brand, mega nice. Problem ist halt, Flugzeugträger brennen halt nicht wirklich. Deswegen ist der erste Brand meistens immer, naja, so eine Sache. Hier nutze ich jetzt, wie ich ja schon vorher angesprochen habe, auch mal meine Guns, um Schiffe zu finishen. Bei der Vermont bietet es sich halt hier an. Der hat die Türme nicht gedreht, der ist halt nicht ready. Und ich kann ihn damit ganz gut abstauben. Bin dadurch jetzt selbstverständlich ins Fadenkreuz des CVs gekommen, der mich jetzt selbstverständlich beschießen möchte oder beziehungsweise droppen möchte, um mich da rauszukriegen. Aber ich versuche jetzt hier ranzufahren. Was noch eine größere Bedrohung ist, meiner Meinung nach, ist halt die Clausewitz. Weil ihr seid jetzt spotted permanent als DD durch die Planes, weil der CV auf euch drauf sitzt. Ich werde ihn auch demnächst hart spotten. Und er mich auch. Also ich sitze in seinem Concealment drin, in seinem Tarnwert drin. Werde ihn jetzt natürlich auch gunnen. Na klar, ich will ihn ja raushaben. Hier versuche ich jetzt auf jeden Fall Guns, Drops, Torpedos, alles parallel. Und ihr merkt ja auch, ich versuche mit meiner Geschwindigkeit zu spielen. Ja, weil ich weiß, die Clausewitz wird auf mich schießen zu 100%. Und versuche jetzt hier hin und her zu wiggeln. Ihr seht es, da kommen die Shots von der Clausewitz. Und ich bewege mich immer hin und her, um möglichst schwer zu treffen zu sein. Und das auch möglichst unangenehm. Ja, ihr merkt, ihr kriegt keine schönen Hits. Aber jetzt habe ich das Problem, ich habe einen Motorschaden, da kommen die Midway-Torps. Das wird sehr unangenehm werden. Das macht guten Schaden bei mir, ihr seht es. Ich kriege hier richtig guten Damage rein. Das ist halt manchmal das Problem, wenn ihr so am Hin- und Herfahren seid. Ihr habt einen trägen DD, seid gerade im Rückwärtsgang, die Torps kommen von vorne oder so ein bisschen mittig auf euer Schiff. Bis ihr dann beschleunigt, kann das immer relativ schwierig werden. Hab jetzt mir den 4. Kill geholt mit dem Flugzeugträger. Bin jetzt über 100.000 Schaden.
Also ihr merkt schon, ziemlich gute Runde für mich bis jetzt. Und mein Ziel war selbstverständlich jetzt hier noch möglicherweise den Kraken zu kriegen. Also Clausewitz ist möglich für mich. Adrenalinrausch ist bei mir schon optimiert. Ich habe nur gehofft, dass der Flugzeugträger ihn hier nicht gleich rausnukt. Kabarovs können wir links liegen lassen. Der ist ins C-Cap gefahren. Der juckt uns nicht. Wir können uns hier voll und ganz auf die Clausewitz konzentrieren. Man muss sagen, es ist relativ schwierig, so Kreuzer zu droppen, die sich viel bewegen. Gerade wenn der CV noch mit auf ihn drauf geht. Klar könnt ihr ihn in so gewisse Bahnen lenken. Ja, man sieht jetzt hier, der Torpedo-Drop kommt vom Carrier. Der wird wahrscheinlich rausdrehen und darauf habe ich halt jetzt spekuliert. Also ihr müsst quasi überlegen, wie es immer so ist beim Droppen, wo könnte der Gegner sich hinbewegen. Und in dem Moment kriege ich ihn halt perfekt. Wie ihr seht, kriege hier meine 8 Pens und einen Brand. Ja, das tut halt weh. Auch für eine Clausewitz. Der wird jetzt auch hier noch weiter vom CV unter Druck gesetzt. Kriegt jetzt hier einen Torpedo-Hit. Und ich dachte mir, okay, jetzt gehen wir volles Risiko. Ich will den Kraken haben. Ich will da noch einen schönen Abschluss auf das Game kriegen. Das Flooding arbeitet so ein bisschen gegen mich. Das ist mein Problem. Aber zum Glück sieht es hier ganz gut aus für mich. Shots sind in der Luft. Jetzt wird es nochmal kritisch, aber da kriege ich dann noch den Kill und währenddessen meine Utrecht auch noch den anderen Kill auf die Kabarovs. Gehe jetzt hier doch noch mit dem Kraken raus. Also im Großen und Ganzen im Late Game nochmal eine sehr ergiebige Runde. Schauen wir auf den Endbildschirm. Wir haben unser E-Game voll gemacht. Ein paar schöne Wasserbombentreffer aufs U-Boot. 13 Brände. Na, also das ist auch was ihr mit einer Tromp sehr gut machen könnt. Brände legen, Flutungen mit den Torpedos, die doch auch sehr variabel sind. Und natürlich den Kraken mit den 5 Kills. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Hier sehen wir 2414 Base XP in der Runde. Das ist ungefähr so die Range, die ihr braucht, um ein E-Game zu haben mit der Tromp. Natürlich hier nochmal der Hinweis, wenn ihr den Spezialkapitän habt, dann packt den drauf. Damit könnt ihr die Effizienz von der Tromp nochmal mega steigern. Ja, ihr kriegt zusätzlichen Schaden, möglicherweise einen zusätzlichen Drop. Das wertet die Tromp nochmal sehr stark auf. Ich hoffe, euch hat dieses E-Game gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne einen Kommentar. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.